Herzlich willkommen zu einem kurzen Emil Frey Erklärvideo zu den Raute-Tasten in den Land Rover Fahrzeugen. Die Raute-Taste befindet sich auf der linken Seite des Lenkrad und ermöglicht verschiedene Kurz- oder Schnellfunktionen einzuprogrammieren, ohne dass ich ins Infotainment hineingehen muss, dass ich direkt die über einen Knopfdruck habe. Jetzt schauen wir kurz an, wie wir die konfigurieren. Wir befinden uns jetzt auf dem PIFI Infotainment Startscreen. Für Einstellungen klicken wir auf das Zahnrädchen unten rechts. Dann, etwas verwirrend, die Raute-Tasten-Option finden wir nicht unter Fahrzeug, sondern unter Apps. Dann sieht man hier, die dritte Auswahl ist die Raute-Taste. Dann haben wir zwei Optionen. Eine ist für Kurzdrücken und eine ist für Langdrücken der Taste. Das ermöglicht uns eigentlich zwei verschiedene Funktionen auf dieselbe Taste zu tun. Wir haben Optionen wie App starten, wo ich zum Beispiel CarPlay starten, direkt das Anhängermenü aufmachen oder unterschiedliche Möglichkeiten wie Klimaeinstellungen, Kamera und so weiter. Das kann ich eigentlich direkt auf die App-Starten-Funktion tun. Zusätzlich kann ich Navigation abbrechen, Instrument, Gruppenlayout umschalten, sprich das Display, das ich vor mir habe, die Ansicht ändern, Medien, dass man zum Beispiel das Lied vorspringt oder pausiert. Dann unter Sonstige haben wir noch Sachen wie die Start-Stopp-Automatik abschalten, die Verkehrswarnung abschalten und den Bildschirm abstellen. Telefonoptionen wie Anruf annehmen, Anruf weiterleiten und für die Sitz haben wir noch die Funktion Klimatisierung anstellen, wenn man das konfiguriert hat. Die gleichen Optionen gibt es auch fürs Langdrücken. Somit kann man zwei verschiedene Funktionen auswählen und konfigurieren. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Einblick geben in die Raute-Tasten und wie man sie konfiguriert. Ist ein bisschen versteckt im Menü, aber wenn man es dann findet man all die guten Funktionen, die man darauf einstellen kann. Es macht einem das Leben definitiv einfacher, wenn man alles in Griffnähe hat, wenn man am Fahren ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, liked das Video und schreibt in die Kommentare, welche Funktionen ihr noch gerne erklärt habt.